Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video geht es um das Schnittmuster Jolie. Das ist eine Crossbody-Bag, die etwas größer ist. Du kannst die aus einem Stoff außen nähen oder hier so mit einer Unterteilung. Beim Gurtband hast du die Möglichkeit, ein Steckschloss zu verwenden oder du nähst den Gurt einfach an einen Vierkantring. In beiden Fällen ist eine Leiterschnalle dabei, um das Gurtband zu verstellen. Hier seht ihr die genauen Maße der Tasche. Die Tasche ist einiges größer als ihre kleine Schwester und deshalb ist das Schnittmuster Jolie XL. Und da geht einiges rein, auch zu trinken für den Sommer, natürlich Portemonnaie, Krimskrams, Täschchen, Einkaufsbeutel für spontane Einkäufe und im Sommer darf bei mir ein Fächer nie fehlen. Jetzt habt ihr schon mal einen Eindruck von der Tasche. Ich hoffe, sie gefällt euch. Das Nähen geht schnell und macht super viel Spaß. Los geht's! Wenn ihr die Tasche aus einem Stoff nähen wollt, dann braucht ihr dieses Schnittteil 4-mal. Hier in dem Kästchen ist die Materialliste und was zusätzlich zugeschnitten werden muss ohne Schnittteil. Das sind die Streifen, dann Reißverschluss, Gurtband, Leiterschnalle und Vierkantring oder Steckschloss. Für die geteilte Tasche schneidest du diese beiden Schnittteile aus dem Außenstoff zu und das große aus dem Innenstoff. Die Stücke hier oben am Reißverschluss und am Boden sind ein bisschen unterschiedlich groß und damit es dann nicht zu Verwechslungen kommt, markiere ich mir eine Seite. In dem Fall mache ich mir auf die linke Seite vom Stoff am Boden ein kleines Kreuz. Für die Tasche aus einem Stoffstück außen kannst du direkt zum nächsten Nähschritt gehen. Die geteilte Version, da werden die Stoffe an der Kante rechts auf rechts aufeinander geklammert und mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Die Nahtzugaben nun zusammen in eine Richtung bügeln. Anschließend die Nahtzugabe von rechts knappkantig absteppen. Hier startet die Nähanleitung jetzt auch für die Tasche aus einem Stoff. Der Reißverschluss wird mit der linken Seite auf die rechte Seite des Innenstoffs geklammert, an die obere Kante. Dann kommt ein Außenstoff dazu. Die obere Kante von dem Außenstoff wird rechts auf den Reißverschluss geklammert. Der Reißverschluss liegt nun im Sandwich zwischen den Stoffen. Dort wird nun genäht. Dafür habe ich schon mal den Reißverschlussfuß eingesetzt und nähe nun füßchenbreit entlang des Reißverschlusses. Jetzt kommen die Stoffe auf die andere Seite des Reißverschlusses. Das wird nun genauso wie eben zusammengenäht. Die Stoffe vom Reißverschluss wegziehen und bügeln. Anschließend den Reißverschluss auf beiden Seiten knappkantig absteppen. Als nächstes sind die kleinen Stoffstücke dran. Die Spitze zeigt dabei nach unten und der Gurt wird nun rechts auf rechts zwischen die beiden Stoffe gelegt. Dabei steht der Gurt ein bisschen über. Ich habe euch hier mal ein Bild vom fertigen Gurtband eingeblendet, damit man das schon mal sehen kann. Vielleicht sich überlegt, auf welcher Seite man das kurze Stück vom Gurtband haben möchte, an dem dann auch der Vierkantring oder das Steckschloss ist. Die Stoffe werden dann so aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm.
Die Nahtzugaben nun etwas zurückschneiden. Und anschließend den Gurt wenden. Die Gurtenden nun bügeln und anschließend knappkantig absteppen. Die Gurtenden kommen nun an den Außenstoff und zwar Kante an Kante, hier an die obere Ecke. Auf der anderen Seite habe ich schon mal mein Label fixiert und jetzt habe ich noch das Gurtband ein bisschen zusammengerollt, damit es nicht im Weg ist. Nun kommen die Kanten vom Boden rechts auf rechts aufeinander. Auf der Seite der Innentasche wird eine Wendeöffnung markiert. Die Wendeöffnung ist 15 cm. Nun die Nähte am Boden nähen, die Wendeöffnung bleibt offen. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Anschließend bügelst du die Nahtzugaben auseinander. Dann kommen die Bodennähte mittig auf den Reißverschluss. So sieht das jetzt aus und nun wird hier an beiden Seiten genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Anschließend die Nahtzugaben etwas zurückschneiden. Jetzt den Reißverschluss etwas öffnen und dann wird das durch die Wendeöffnung nach außen gewendet. Der Innenstoff der Tasche liegt nun außen. Die rechte Seite von dem Stoff ist nun sichtbar und du kannst jetzt die Wendeöffnung etwas zusammenklammern und dann knappkantig zunähen. Dann nähst du die Ecken. Innen- und Außenstoff liegen übereinander und die Ecken werden so lang gezogen und liegen dann Kante auf Kante. Das mit ein paar Klammern fixieren und an den anderen 3 Ecken wiederholen. Jetzt werden die Seiten genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Als nächstes nimmst du dir einen von den Streifen und legst die Kante mittig auf die Kante von dem Stoffstreifen. Die rechte Seite von dem Stoffstreifen liegt oben. Das wird nun zusammengenäht. Nähe auf der Naht oder knapp rechts daneben. Jetzt ziehst du den Streifen hervor und faltest die Kante links auf links. Dann legst du den Streifen auf die Tasche und fixierst das mit ein paar Klammern. Dann faltest du das obere Ende so herum
und legst das aufeinander, eventuell den Stoffstreifen mit einer Pinzette darunter schieben und dann wird das Ganze knapp an der Kante genäht. Wenn alle 4 Seiten versäubert sind, ist die Tasche fertig. Jetzt fehlt nur noch der Gurt. Als erstes nimmst du dir die Leiterschnalle und schiebst sie auf den langen Gurt. Als erstes zeige ich nun, wie du den Gurt mit dem Steckschloss nähst. Die Leiterschnalle zeigt so nach oben und dann schiebst du den Gurt von unten durch das Steckschloss, dann nochmal durch die Leiterschnalle und faltest das Ende zweimal um. Die andere Seite von dem Verschluss kommt nun auf das kurze Gurtstück, wird zweimal umgefaltet und dann wird das Ganze aufeinander genäht. Wenn du den Vierkantring nähen möchtest, schiebst du diesen auf die Enden vom Gurtband, umfalten und aufeinander nähen. Und dann ist die Tasche fertig. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch mein Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und über Kommentare freue ich mich auch riesig. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es doch vielleicht gleich jetzt. Das Schnittmuster Julie XL biete ich natürlich in meinem Shop an. Ich freue mich, wenn du mal reinklickst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!